Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute befinden wir uns mal wieder auf dem Battle Mage. Wir haben ja letztes Mal gerade hier Epic Event gespielt gehabt und ja, wir haben uns ja ein bisschen neu ausgerüstet und das hat sich schon ein bisschen bemerkbar gemacht, das Ganze. Wie wir anhand der Platzierung in der Ehrenhalle sehen können, ich glaube, ich war irgendwas um die 50 oder so gewesen, bevor ich mich neu ausgerüstet habe. Oder noch weiter sogar über die 50 und jetzt bin ich auf 34, ohne großartig hin und her zu pushen. Ja, also ich habe ganz normal meine 10 Arena-Angriffe pro Tag gemacht. Ich glaube, ich habe die nicht mal täglich ganz erreicht und ja, es hat sich auf jeden Fall schon bemerkbar gemacht, dass wir uns neu equipped haben, auf jeden Fall. Das hat mir einen guten Boost gegeben. Und ja, ich wollte heute mal in der Folge ein bisschen mal die Dungeons austesten. Nicht viel... Oha! Oha! Alter. Da eins ist ja krass. Also das brauche ich mal auf meinen anderen Accounts, nicht auf dem hier. Auf denen habe ich noch so viele Sanduhren. Oh. Digga, heftig. Krass. Hat man auch selten, muss ich sagen. Aber nehme ich natürlich gerne. Aber auf dem Battle Mage habe ich mit die meisten Sanduhren hier. Wenn wir zum Beispiel hier schauen, da bräuchte ich ein paar und hier bräuchte ich auf jeden Fall welche. Joa. Ja, heftig. Krass. Ja, ich wollte heute mal, wie gesagt, ein bisschen in die Dungeons reinschauen. Nur mal, um zu gucken, welche Dungeons so als nächstes machbar sind, um sich so ein bisschen zu vergewissern, in welchen könnte man als nächstes ein paar Free Tries reinstecken, damit man auch irgendwo weiß, wo man, ja, bei wem man weitermacht. Das weiß ich jetzt momentan nicht so wirklich. Und deswegen ist das, denke ich mal, eine ganz gute Möglichkeit heute, das mal auch im Video zu testen, um mal zu gucken, ja, wo stehen wir so mit den Dungeons. Und ihr habt gesehen, es ist auch noch einiges möglich, was so in der Ehrenhalle so abgeht. Also ich denke mal, Top 30 könnten wir noch schaffen. Ja, also das sollten wir, denke ich mal, hinkriegen, wenn wir noch ein bisschen pushen würden. Und ja... Wir gucken mal zuerst mal in der Lichtwelt. In der Schattenwelt haben wir auch noch ein paar Dungeons hier offen. Wirbelwind brauche ich gar nicht probieren. Da lege ich safe noch jetzt neue Gegner. Also das ist, denke ich mal, kein weiteres Problem, was sich mir darstellt. Das kann ich immer mal wieder machen, wenn ich mal irgendwie Geld brauche oder ein bisschen XP. Ja, also das, denke ich mal, ist kein Problem. So, dann können wir mal die Zeitmaschine auch noch abholen hier noch nebenbei. Zack, das können wir noch machen hier. Und das hier, ne? Und dann schauen wir mal tatsächlich in die Dungeons rein und vergewissern uns mal, wo wir jetzt so im aktuellen Stand so sind. Ne? Wie gesagt, Lichtwelt schauen wir mal. Der Nekromant, den haben wir hier zum einen. Wie gesagt, ich bin ja auf dem Char hier wirklich sehr pilzsparend unterwegs und das hatte ich ja auch in dem letzten Video angemerkt gehabt, dass ich hier nicht wirklich viel investieren möchte an Pilze. Aber ein paar, denke ich mal, ist immer ab und zu mal ganz legitim, dass man mal so ein bisschen ja, gucken kann, wo man dann mit dem Char ist. Ne? Ich denke mal, das ist ganz okay. Würde ich natürlich niemandem empfehlen, der jetzt irgendwie Pilzsparen spielt oder so. Der kann anhand der Free Tries natürlich auch rausfinden, wo man jetzt gerade steht und welchen Gegner man am besten als nächstes sich vornimmt. Ne? Aber da, ja, ich das Ganze ja auch als YouTube-Video mehr oder weniger verpacken kann, ist das, denke ich mal, auch für euch vom Vorteil, weil viele halt auch immer so mal ein paar Dungeon-Angriffe sehen wollen. Ja? Deswegen machen wir das Ganze mal. So, aber wir bemerken schnell, dass hier der Olymp und einmal Helmoridor relativ schwer zu knacken sind. Also hier würde ich jetzt nicht unbedingt großartig weitermachen. Wir schauen mal hier rein beim Peter. Also der Peter, der frisst auf jeden Fall schon mal guten Schaden durch unseren Feuerball. Das ist schon mal immer ein ganz gutes Anzeichen dafür, dass der Gegner eventuell schon mal gut liegen kann. Ne? Und ich denke mal, mit ein paar Tries wird das Ganze hier auch machbar sein, den Peter hier auch zu eliminieren. Ne? Nichtsdestotrotz, bevor wir hier weitermachen, schauen wir auch mal hier bei den nordischen Göttern rein, bei Surtur. Stimmt, das war der Berserker gewesen. Ich denke mal, der ist auch relativ machbar. Den würde ich, glaube ich, auf eine Stufe stellen mit Peter, wenn nicht sogar Surtur sogar noch bevorzugen, bevor der andere Gegner liegt. Da würde ich, glaube ich, tatsächlich eher Surtur mal versuchen anzugreifen.
Ja, also die beiden hier sind auf jeden Fall gut machbar. So, dann schauen wir mal ganz kurz in die Schattenwelt rein, wie es hier aussieht. Ob man hier irgendwelche noch probieren kann. Der sieht ziemlich gleich von den Angriffen aus. Wie gesagt, beim Battle Match sieht man das ja auch relativ fix. Hier brauche ich, glaube ich, gar nicht versuchen. Nö, da machen wir gar nicht weiter. Die sind erstmal eine ganz lange Zeit nicht machbar. So, der sieht wiederum einigermaßen schaffbar aus. Ja, also bisher mit der Beste. Oha! Aber bisher mit der Beste hier in der Schattenwelt, der legbar ist. Dankeschön. Den haben wir dann schon mal direkt gelegt und sind hier jetzt bei 4 von 20, 420 an der Stelle. Und sind wir jetzt bei A von Tuttle. Ne? Also hier das Epic-Event macht sich auch bemerkbar. Haben dadurch auch wieder einen Gegner hier eliminiert. Okay, der ist jetzt nicht weiter machbar. Ist natürlich auch schaffbar so, ne? Aber nicht, wenn man jetzt einigermaßen pilzsparend, so wie ich, spielen möchte. Ne? So, mal gucken, was bei Gerd geht. Was bei Gerd geht. So, erstmal schauen, was haben wir eigentlich für ein Item hier bekommen. Für einen Krieger haben wir hier Schuhe bekommen. 107, ja moine, grüß dich. Das ist natürlich nice, warte mal. Das sind ja Kriegerstiefel hier. Aber, nee, Digga, ich raff's, ja, ich spiele noch nicht so lange Shakes und Fidget, aber das mit diesen Items hier, das raff ich immer nicht so, weil Stärke ist ja, ihr braucht mir das auch nicht, ich will's nicht, ich will's gar nicht verstehen. Stärke-Item passt ja zu meiner Stärke-Klasse, aber gut, ich brauche natürlich hier die Magier-Items, so, es ist verwirrend, aber ich sehe es ein, ich sehe den Sinn dahinter, ja, ihr braucht mir das nicht erklären, Dankeschön. So, wir setzen hier einen schwarzen Edelstein rein. Dann haben wir das auch schon mal gleich geklärt hier. Verbessern das Ganze zweimal. So, und was haben wir hier? Das Teil, das können wir eigentlich zerlegen. Gegenstand zerlegen, zack. So hat der Bertram auch mal gleich ein gutes Upgrade hier. Gerd, ja, okay. Rote Blindschleiche. Mal schauen, was hier so geht. Also, unsere Begleiter auch wieder gut ausgerüstet. Rote Blindschleiche haben wir gelegt. Das ist sehr gut. Königin Mutter, mal schauen, was die so drauf hat. Okay. Bisschen was uns entgegenzusetzen. Aber tatsächlich... Oha! Okay. Das war ein leichter Gegner. Aber jetzt wird es auf einmal richtig schwer. Also der war eben ziemlich easy. Warte mal, ich muss mal gucken, wie easy der war. Valkyrie. Mal schauen. Weil der Gegner danach, der war jetzt unglaublich schwer auf einmal. Deswegen hat es mich gewundert, dass die Valkyrie hier, ja, war das im First Try, wo wir den Gegner hier angegriffen haben. Auf jeden Fall hat mich das ziemlich krass gewundert, dass die gleich so gefallen ist. Ja, Bertram macht hier seine Arbeit so wie immer. Der Marquardt haut hier einen Crit raus, okay. Gucken, hat die Kunigunde hier reingebrettert. Ja, die hat ganz gut was rausgehauen. Unser Feuerball macht gegen sie auch guten Schaden, muss ich sagen. Ja, dadurch, dass wir relativ tanky sind als Battle Match auch, hauen wir hier noch den restlichen Schaden gegen die raus. Und da wir auch eine aktuelle Waffe am Start haben, hat das natürlich hier den Rest auch gegeben. Und somit ist das First Try. Ja, bringt noch nicht ganz die Maximal XP, ne? Aber ja, haben wir wieder ein Krieger-Item, plus 4, ne. Das lohnt sich jetzt nicht großartig, das zu verbessern. Vor allen Dingen verlieren wir dadurch die Rune, Widerstand gegen Blitze. Also können wir das gleich zerlegen. Das Teil, der Ring, kommt jetzt woher? Der muss ja irgendwo anders hergekommen sein. Manchmal ist, ja, nehme ich natürlich gerne. Manchmal ist das so, dass irgendwie der Item-Slot hier irgendwie verbuggt ist oder so. Ja, Item an sich ist gut. Musste ich den Ring rausnehmen hier, der ist 7-mal verbessert. Müsste ich, glaube ich, ein bisschen warten, ja. Zumal es ist ja halt auch nur der Bertram, ne? Also von daher, ja. Okay, ja, aber es sieht ganz solide aus, sag ich mal, ne? Haben jetzt hier, glaube ich, zwei Gegner, 2 oder 3, ich weiß es gar nicht ganz genau, besiegt. Das ist ganz nice. Und in der Lichtwelt sieht es tatsächlich auch ganz gut aus. Ich würde, denke ich mal, sagen, dass ich in der Lichtwelt hier so tue, werde ich jetzt mich, denke ich mal, so entscheiden, dass ich hier meine
Free Tries weiterhin reinstecken werde. Ne? Wie gesagt, im Wirbelwind brauchen wir gar nicht großartig weiterschauen. Ich denke mal, hier sollte... Oh, okay, wir haben aber viel verloren hier an Leben. Aber ich denke mal, hier sollte noch einiges machbar sein. Ja, deswegen werde ich da auf jeden Fall erstmal warten, was das angeht. Und erstmal die anderen Sachen probieren. So, Mist, ich habe eine Quest angenommen mit PvP-Equipment. Schade drum, ja. Habe mal auf schnelle Welle ein bisschen Gold und Erfahrung verloren. Aber was soll's. Gut, das war es dann soweit gewesen. Wie gesagt, nur eine kleine Dungeon-Pilz-Test-Folge, um zu sehen, wo wir gerade sind, auf welchem Stand. Haben ein paar Dungeons auch noch mitgenommen, das ist auch ganz nice. Ne? Eine kleine Kirsche auf der Sahnetorte. Und ja, die beiden Dungeons werde ich auf jeden Fall, denke ich mal, in der Lichtwelt als nächstes mir vorknöpfen. Gut, das soll es soweit gewesen sein. Falls euch gefallen hat, lasst gern ja, eine Bewertung, einen Kommentar dazu. Da würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.